Wie können wir überhaupt irgendwas schlecht ranken? Schon eine krasse Story, finde ich. Das bleibt dein Leben lang auf deiner Haut. Das ist auf jeden Fall so was Gemeinsames, einfach Physik und alles naturwissenschaftlich hat gar keinen Peil. Wir packen es auf die Eins. Hi Leute, ich bin Lena und ich sitze hier mit Lena und Katharina und wir schauen uns jetzt eure Doku mehr als 90 Minuten an und ranken unsere 5 Top-Momente. Let's go! Ich liebe Hunde einfach total und ich setze mich total gern dafür ein, dass es Tieren im Allgemeinen, aber natürlich vor allem auch Hunden einfach gut geht. Ich bin so baff einfach von diesem Hund gehört. Habt ihr auch Hunde? zu Hause mit den Eltern, ja. Bei meinen Eltern und bei doch bei mir zu Hause. Wie sehr vermisst ihr die? Schon extrem. Wir lieben Tiere. Ja. Wir ranken es schon relativ hoch, Ja, oder? ich wäre so bei 2 schon. Ja, ich würde auch sagen 2. Das Witzige ist bei mir, ich hatte früher auch einen Hund und ich war der größte Hundefan der Welt. Und seitdem ich Kinder habe, muss ich ganz ehrlich sagen, sind für mich Hunde auf einmal nicht mehr so süß. Und ich finde Hunde schon auch süß, aber der Fokus ist einfach, glaube ich, gerade ein anderer. Deswegen bin ich jetzt nicht mehr so mega hundenah wie früher. Aber grundsätzlich liebe ich Hunde und finde ich es auch. Also wir ranken es hoch. Wir wissen noch nicht genau wo, oder? Vielleicht auf die 2. Wollen wir es auf die 2 packen? Wir wissen noch nicht, ob dann noch vielleicht noch was Besseres kommt. Kann schon sein. Also 2 finde ich ganz gut. Gut. Ich mach's. Es ist damals 2022 entstanden. Da habe ich mir meinen Kreuzband gerissen und habe mir gedacht, ey, Kaffee auch super, ne? Maschine habe jetzt ein bisschen mehr Zeit und ich mache einfach etwas für mich, was mich glücklich macht. Und dann habe ich mich entschieden, der erste Heimroster zu kaufen. Dann wollte ich immer so, Sie macht das selbst? Das fand ich auch. Und das macht sie so quasi nebenbei, weil ihr habt ja schon sehr ein zeitintensives Training, Leben, Reisen. In dem ganzen Programm, wo es schon so irgendwie am Plan steht, macht sie das andere und hat sich ja eigentlich selbstständig gemacht. Am Anfang hat sie halt Tüten verschenkt, hat sie Umfrage gemacht, so wer welche Kaffeemaschine hat und wer welchen Kaffee braucht, hat sie ein bisschen was verschenkt und ja, sonst holt man sich halt da und unterstützt es halt so. Also wo packen wir es drauf? Und auch wenn ich kein riesen Kaffee-Fan bin, finde ich es mega cool, dass sie einfach so ein Side-Business aufgebaut hat, neben ihrem Job noch sozusagen. Das sind ja echt so 2 Jobs dann, die sie macht. Schon cool. Das ist schon eine krasse Story, finde ich. Sollen wir schon noch die 1 packen? Oder wie können wir überhaupt irgendwas schlecht ranken? Ja, das wollte ich gerade sagen. Und Hunde waren so niedlich. Und das ist einfach krass. Das ist so, okay, die hatten eigentlich Business. Ja. Eigentlich verdient auf die 1. Wir packen es auf die 1, oder? Ja. Okay. Something that is really important to me is the tattoo studio in Munich. I probably spend 3-4 nights a week in the studio. At the studio, I just felt normal to be able to talk about who I am and how I am and what was going on in my life. And it kind of became, and it is now, is my safe space. Okay, now I relax, okay, Georgia? Yep. And no pressure. Too late for that. Gut gemacht, Georgia. Aber eben so in der Mittagspause sich ein Tattoo stecken lassen, das ist anscheinend normal bei euch. Ja, tatsächlich schon fast irgendwie, oder? Ja. Wie viele Tattoos habt ihr? 4. Auch 4. 4 kleine. Und hat sie die gemacht? Nee. Nee, ich habe mich noch nicht getraut, bei Georgia zu fragen. Zu fragen oder zu machen? Erstmal zu fragen und dann, dass sie es macht, weil ich glaube, sie ist noch so Beginner. Weißt du? Ja, ja. Okay, Bei Tattoos ist es schon so ein bisschen. Das bleibt dein Leben lang auf deiner Haut. Das Okay, ist, Mama. Musst du schon gut überlegen. Ich denke, wenn es Georgia macht, ist es einfach das Prinzip eine gute Story. Weißt du? Ja, Macht sie das auch bei sich selbst eigentlich? Kann man das bei sich selbst Na klar. Kommt davon, welche Stelle, oder? Auf jeden Fall, ja. Weil es sieht so aus, als hätte sie sehr viele Tattoos an Sie ihrem hat Arm. sehr und viele Tattoos. sie das wie so selbst so draufmalt einfach. Die geht auch oft hin und weiß gar nicht, was sie will und redet dann mit dem Tätowierer dort und sagt so, ja, dann lass mal ein bisschen schnacken und dann am Ende hatte 3 neue Tattoos oder so. Oh mein Gott. So ist Georgia halt. Wie lange habt ihr darüber nachgedacht, als ihr euer Tattoo 2 Tage. bestellt? Wirklich nur? Also war es beim auch so eine ersten- spontane Beim Situation? ersten war es so. Das ist der Name deines Freundes oder deiner Freundin oder deines Tieres oder? Nein, niemals. Beim ersten habe ich mir ganz lange Gedanken gemacht und irgendwann war ich so, ja komm, dann bin ich jetzt Montag zum Tätowierer und habe so gesagt, hey, ich hätte voll gerne Spruch auf dem Rücken und dann haben wir uns ins Tattoo-Studio gesetzt, haben ein bisschen gebrainstormt und dann gemacht. Krass, ja. Ich habe keine Tattoos, weil ich glaube, also ich finde das auch mutig, muss ich sagen. Weil ich könnte mich nie für eine Sache entscheiden, wo ich wüsste, so, das finde ich irgendwie noch in 20 oder 30 Jahren cool. Aber ich bei dachte, dir ist Job auch.
Ja gut, und jobmäßig macht man das eigentlich jetzt auch nicht. Deswegen ist das auch so in meinem Kopf, glaube ich, einfach noch so drin, so Tattoo lieber nicht. Es ist jetzt Tattoo-Liebhaber versus kein Tattoo-Liebhaber. Hey, ich glaube aber, sie ist ja gerade so dabei, so ihre Leidenschaft in den Fußball zu finden. Ich glaube, das ist ja der Aspekt, um den es gerade geht. Voll. Und das ist zum Beispiel ja auch auf dem Weg irgendwie zu Jovi 2.0. Vielleicht macht Georgia nach der Karriere ihr eigenes Tattoo-Studio auf und hat was. Ich will es auf die 4 packen, weil es noch so in the beginning ist und so am Anfang steht. Ja. Würde ich mitgehen. Ja. Ich wollte einfach an eine normale Uni. Ich hatte total im Kopf, ich möchte da auch Leute treffen, ich möchte das mit anderen gemeinsam machen. Die Naturwissenschaften sind eher ein Gebiet, der jetzt nicht so gefragt ist bei den Sportlerinnen. Dementsprechend bin ich sehr stolz, dass ich mich getraut habe, meinen Weg zu machen. Auch dabei geblieben bin und mich habe nicht davon abbringen lassen, nur weil viele gesagt haben, oh, das ist aber untypisch. Oder vielleicht auch mal gesagt haben, boah, das ist ja total langweilig. Hey, du bist doch Sportlerin, warum befasst du dich damit? Ja, ich find's krass. Also ich glaube, ich muss es sofort abbilden in der Schule, so Physik und alles naturwissenschaftlich. Ich habe gar keinen Peil. Deswegen finde ich es umso krasser, dass Maler das jetzt wirklich studiert und so durchzieht. Und ich freiwillig dafür entscheide, das zu machen. Freiwillig zu studieren. Ja, ich finde, sie ist halt wirklich jemand, sie lernt auf wirklich jeder Aufsatzfahrt. Also sie nutzt halt so diese Zeit im Bus oder so. Ich finde, Maler ist so richtig dahinter. Und Genauso ehrgeizig im Studium. ja, genau. Also Ehrgeiz zu haben, glaube ich, als Sportler hat jeder, aber im Studium dann zusätzlich noch schon. Ja, wie ranken wir das ein? Hey, ich würde mal auf die 3 setzen. Ich sag's, wie es Ich ist. finde es echt hoch einzuschätzen, lieber bei dir gar nicht vorankommen mit meinem Studium. Man braucht schon unglaublich viel Disziplin und Ehrgeiz, das, glaube ich, so nebenbei noch so durchzuziehen und zu wollen. Da muss es wirklich wollen und sehr diszipliniert sein. Deswegen packen wir sie auf die 3. We just kind of came up with a tradition every match day -1 when we play at home, so the night before the game. We would make truffle pasta. Es ist schon so, dass man einfach super gerne Zeit verbringt, weil man das Gefühl hat, dass man sich einfach auch gut versteht, man die gleichen Interessen hat. Und deswegen ist es schon wie eine kleine zweite Familie geworden. Es gibt, glaube ich, immer Trüffelpasta. Echt? Die Tradition, ja. Vor jedem Spiel. Ja, ich glaube, so eine Runde, die sich entweder abwechseln, die machen dann selber Pasta, Trüffel, so Schokosoße jetzt. Kocht ihr gerne? Oder ist das eher so ein Ding, wir machen was zusammen? Also ich glaube, das ist auf jeden Fall so was Gemeinsames, einfach Tradition. Ich glaube, Clara und Simi sind schon sehr, sehr gute Köche, muss man sagen. Ja. Die landen auch oft zum Barbecue ein und so, jetzt gerade im Sommer. Ich bin eine ganz schlechte Köchin, ich habe gar keine Geduld dafür. Aber natürlich ernähre ich mich gesund so. Und ich glaube, das ist ja für euch genauso wichtig, irgendwie wie für uns alle. Es geht einfach ums Zusammenkommen. Jetzt nicht nur, okay, wir sind in der Kabine und am Platz und im Trainingsraum, sondern halt irgendwie auch anders Zeit zu verbringen. Und ja, Kochen bietet sich dann halt mega gut an, weil es halt irgendwie gemeinsam ist. Ja, war ja bei uns auch Ernährung extrem wichtig, dass wir unsere Leistung auf den Platz bringen, genug Energie haben und so. So vom Gemeinsamkeitsgefühl eigentlich am Platz höher verdient, aber ich finde so die anderen Stories, ja, haben da wohl einige Aspekte, so was den Platz zusätzlich Anstrengung betrifft, die Entwicklung. Jetzt von alleine auf der 5 gelandet, aber es ist trotzdem schön für den Zusammenhalt. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ist auf jeden Fall eine sehr interessante Doku. Schaut doch mal rein, wenn ihr Lust habt. Und ja, bis bald.